ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich zeige euch heute, wie man das Kleid Greta näht. Dafür brauchen wir 2 Meter Stoff. Wir brauchen passendes Nähgarn, natürlich eine Stoffschere, ein paar Stecknadeln, ein Maßband und dann brauchen wir noch eine Sicherheitsnadel, mit der wir dann nachher das Trägerband durch das Oberteil fädeln können. Bevor wir starten, schmeißt ihr einmal den Stoff in die Waschmaschine im Kurzprogramm 30 Grad, damit der Stoff ein bisschen einlaufen kann, weil Stoffe laufen beim ersten Mal waschen immer etwas ein. Und es wäre natürlich gut, wenn wir das machen, bevor wir das Ganze zuschneiden und nähen, als wenn es nachher fertig ist und ihr merkt, es ist zu klein geworden. Also ab in die Waschmaschine und dann können wir starten. Wenn ihr den Stoff jetzt gewaschen, getrocknet und gebügelt habt, können wir dann mit dem Zuschnitt starten. Dafür nehme ich mir jetzt meine Anleitung. Hier ist der Zuschneideplan drin und darauf sieht man, dass der Stoff doppelt gelegt wird. Also einmal gefaltet, sodass die rechte Seite innen ist. Ich habe jetzt hier unten dann die Webkante und oben den Stoffbruch. Und dann schauen wir als erstes, das Vorderteil wird an den Bruch gelegt. Das Vorderteil, das wird hier an den Bruch angelegt. Genau hier an den Bruch. Auch zu beachten immer, der Fadenlauf muss von der Richtung bei allen Schnittteilen gleich sein. Deshalb legen wir das Rückteil jetzt auch so rum an die Webkante, so dass es parallel zur Webkante liegt. Bitte nicht auf die Webkante legen, denn die ist meist ein bisschen härter und nicht so angenehm zu tragen. Deswegen würde ich das Schnittteil immer so leicht neben die Webkante legen, dass es parallel dazu ist. Dann haben wir hier noch das Bindeband. Das können wir dann eigentlich platzieren, wo wir wollen. Hauptsache es ist parallel zur Webkante, denn wir haben hier noch relativ viel Stoff über. Wenn ihr die Schnittteile dann jetzt so hingelegt habt, könnt ihr euch Stecknadeln nehmen und einmal die Schnittteile auf dem Stoff feststecken. Und dann könnt ihr die Teile rundherum ausschneiden, direkt an der Papierkante. Das könnt ihr bei meinen Schnittteilen machen, weil auf den Schnitten meine Nahtzugabe enthalten ist. Das heißt, ihr müsst keine Nahtzugabe mehr anzeichnen. Bei manchen Schnittmusterherstellern muss man die Nahtzugabe noch anzeichnen. Das heißt, man macht parallel nochmal eine Zugabe, damit man da zusammennähen kann. Bei mir ist es bereits inklusive. Das heißt, ihr könnt an den Papierschnittmusterkanten entlang schneiden. Wichtig ist beim Vorderteil, dass ihr nicht den Stoffbruch durchschneidet. Da ist es wichtig, dass ihr nur die äußeren Kanten hier einmal zuschneidet. Und wenn man dann nachher das Teil aufklappt, hat man ein doppelt so großes Teil ohne eine Naht in der Mitte. Und das ist das, was wir erreichen wollen mit diesem Stoffbruch. Wenn ihr dann zugeschnitten habt, könnt ihr noch die Markierungen setzen. Wir haben einmal hier eine Markierung, das ist die Markierung fürs Schlitzende. Hier haben wir nochmal eine Markierung, um die lange Strecke zu unterteilen. Ist aber gleichzeitig auch eine Markierung, wenn ihr eine Tasche hinzufügen wollt, dann könntet ihr die Tasche hier starten lassen. Dann haben wir hier hinten nochmal ein Schlitzende, was markiert ist. Und dann haben wir am Vorderteil auch nochmal eine Markierung hier oben. Das wäre eine Taschenmarkierung, wenn ihr mögt. Oder halt einfach, um die lange Strecke zu markieren. Dann haben wir hier das Schlitzende. Ihr könnt die Markierungen dann gerne mit so einem Markierstift machen. Das ist ein sogenannter Magic Pen, der verschwindet zum Beispiel, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Es gibt auch welche, die verschwinden einfach nach einer bestimmten Dauer oder welche, die mit Hitze oder gibt es ganz verschiedene. Ich nehme immer die, die wasserlöslich sind, weil manchmal schneide ich was zu und lege es 2 Wochen weg. Wenn ich dann einen nehme, der nach einer Woche verschwindet, wäre das blöd. Deswegen nehme ich immer die wasserlöslichen. Sonst gibt es auch Kreidestifte oder ihr macht einen kleinen Schnitt in die Markierung mit einer Schere. Das könnt ihr alles machen. Das ist dann die ganze Vorbereitung, die ihr braucht, um dann mit dem Nähen zu starten. Wenn ihr also alles ausgeschnitten und alle Markierungen übertragen habt, können wir dann mit dem Nähen starten. Wir starten beim Kleid Greta jetzt mit den beiden Rückenteilen. Die legt ihr euch rechts auf rechts aufeinander. Und dann nähen wir als allererstes die Naht an der hinteren Mitte. Wir haben hier oben einen Knips, den stecke ich mir als erstes fest. Da beginnen wir dann nämlich die Naht. Und dann können wir hier einmal die komplette
hintere Mitte komplett zusammenstecken. Ich habe hier an den beiden Teilen auch schon eine kleine Längendifferenz drin. Das kommt wahrscheinlich vom Zuschnitt. Das ist aber nicht so wild, wenn es unten am Saum ist. Deswegen ist es immer wichtig, dass oben alles ordentlich aufeinander passt, weil wenn wir hier oben eine Differenz hätten, das sähe nicht so schön aus, das würde auf jeden Fall auffallen. Aber hier unten am Saum können wir das dann später, wenn wir den Saum nähen, können wir das Ganze dann ausgleichen. Also da müsst ihr euch nicht so Sorgen machen. Genau, wenn ihr es gesteckt habt, dann fangen wir hier oben an der Markierung an, starten die Naht, verriegeln natürlich und nähen einmal komplett bis runter zum Saum und danach bügeln wir die Naht auseinander. So, wir haben jetzt die hintere Mitte auseinandergebügelt. Ganz wichtig ist, dass ihr auch den oberen Teil, der nicht geschlossen ist, umbügelt bei 1 cm, denn hier kommt der Schlitz hin und den nähen wir jetzt als nächstes. Deswegen muss hier auch auf jeden Fall umgebügelt werden. Dafür drehen wir uns dann das ganze Teil um, dass wir auf die rechte Seite schauen. Und dann starten wir mit der Naht auf der linken Seite vom Schlitz oben, verriegeln natürlich wieder, nähen Füßchen breit oder wie breit ihr halt es abgesteppt haben möchtet. Nicht breiter als natürlich die Nahtzugabe unten drunter, die muss schon mitgefasst werden. Aber ihr näht dann Füßchen breit oder wie es halt mögt, von der linken Seite vom Schlitz einmal runter bis zum Beginn der Naht. Da stoppt ihr, näht einmal über die Naht drüber und näht dann im gleichen Abstand an der anderen Seite wieder hoch. Wenn ihr am Ende des Schlitzes oder am Anfang der Naht angekommen seid, lasst ihr die Nadel im Stoff, dann macht ihr das Füßchen hoch, dreht einmal das komplette Teil um 90 Grad nach rechts. Das kann man gut machen, weil die Nadel hält ja dann den Stoff fest. Schauen, dass der unten drunter keine Falten wirft. Dann das Füßchen wieder runter machen und dann zähle ich immer die Stiche, die ich brauche, bis ich an der Mitte von der Naht angekommen bin, damit ich die gleiche Stichanzahl auch wieder hinten rausnähen kann, damit der Schlitz dann gleich breit ist. Also 1, 2, 2,5 und dann nochmal 2, 2,5 wieder raus. Und das gleiche dann wieder weiter drehen, also Nadel im Stoff lassen, Füßchen hoch drehen und dann können wir an der anderen Seite wieder hochnähen. Als nächstes nähen wir die Seitennähte. Das sind die und auf der anderen Seite die Naht. Dafür legen wir uns das Rückteil, was wir gerade genäht haben, so hin, dass wir die rechte Seite sehen und nehmen uns dann das Vorderteil und legen es dann rechts auf die beiden Rückenteile. Wir haben an den Seitenteilen auch Knipse. Das sind die Markierungen für die Seitenschlitze. Da würde ich auch wieder schauen, einmal eine Nadel reinzumachen und zu schauen, ob die Länge vom Schlitz auf beiden Teilen gleich ist. Weil das wäre natürlich auch nicht so gut, wenn die Schlitze ungleich lang sind. Da würde ich schauen, dass hier die Länge einigermaßen stimmt. Und dann können wir beide Seitennähte stecken und beginnen dann hier oben am Armloch, das ist das Armloch hier, und nähen von hier bei 1 cm runter bis zu der Markierung und verriegeln dort. Seitennaht genäht habt, könnt ihr das Ganze auseinanderbügeln. Hier am Seitenschlitz ist das gleiche wie am Rückenschlitz auch. Da bügelt ihr auch den Bereich, der nicht zugenäht wurde, ebenfalls 1 cm um, weil hier steppen wir dann jetzt auch den Schlitz ab. Und wenn ihr schon mal beim Bügeln seid, könnt ihr auch direkt schon das Armloch umbügeln. Das hier ist das Armloch. Das wird auch bei 1 cm umgebügelt. Da würde ich gerade hier im Bereich schauen, dass ihr da nochmal mit dem Bügeleisen so richtig platt drauf drückt
und weil die Kante natürlich kürzer ist als die Fläche, wo es dann draufgelegt wird. Deswegen muss man da mit ein bisschen Dampf und ein bisschen Druck das Ganze runterbügeln, damit wir uns da nachher keine Falten reinnähen. Genau, dann machen wir jetzt aber als erstes die Seitenschlitze. Die funktionieren genau wie der Rückenschlitz auch beim Nähen. Also an der linken Seite runternähen, über den Schlitz drüber und dann an der anderen Seite wieder hoch. Da wir ja das Armloch jetzt schon gebügelt haben, können wir das auch gleich dann abnähen. Das machen wir dann auch ungefähr füßchenbreit, also auf jeden Fall schmaler als das, was du vorher gebügelt hast. In den Bereich unterm Arm komme, dann lege ich mir das immer dann gerne schon mal so hin, wie es auch nachher sein soll von der Form. Wenn du dann merkst, dass alles glatt liegt, dann kannst du langsam weiter nähen und das Ganze so unter das Füßchen führen. So sieht das Armloch dann aus, wenn es genäht ist. Wie du siehst, wellert sich so ein bisschen die Kante, weil wir hier einen schrägen Fadenlauf haben. Da bügele ich dann immer gerne nochmal drüber, damit das Ganze glatt wird. Auch mit dem Bügeleisen so ganz platt von oben Dampf drauf geben, ein bisschen warten und dann ist das Ganze wieder schön glatt. So, wenn ihr dann schon dabei seid, das Armloch zu bügeln, könnt ihr euch auch gleich die Ausschnittkanten oder ja, die obere Kante, würde ich mal sagen, könnt ihr die auch gleich umbügeln. Das sind die Kanten, ich drehe es einmal, die hier oben sind. Das ist jetzt der Rückenschlitz, das sind die oberen Kanten. Und die könnt ihr euch dann auch schon mal 2 cm umbügeln. Und das gleiche macht ihr dann auch beim Vorderteil. Das bügelt ihr dann auch einmal 2 cm um und danach können wir das bei 1,5 cm abstecken. Als nächstes kümmern wir uns dann um den Saum. Dafür nähe ich mir immer gerne eine Hilfslinie, damit ich es dann einfacher habe beim Bügeln. In dem Fall würde ich mir jetzt eine Hilfslinie 3 cm vom Saum machen, weil wir einen 3 cm Saumumschlag machen. Das heißt, wir nähen einmal hier entlang eine Naht. Dafür nehme ich immer einen Stich, der ein bisschen länger ist. Ich stelle mir dann so immer 3,5 Stichlänge ein. Und die Hilfsnaht verriegel ich auch nicht. Die müssen wir ja nachher wieder rausziehen und dann wäre so eine Verriegelung ein bisschen hinderlich. Deswegen keine Verriegelung. So, wenn wir jetzt zum Bügeln gehen, fangen wir auch gleich an, das Bindeband zu bügeln, denn ich mag es immer gerne, solche Arbeitsschritte ein bisschen effizient zu gestalten. Deswegen nehmen wir uns jetzt hier auch noch das Bindeband und bügeln das einmal in der Hälfte, also längs in der Hälfte, einmal komplett. So. Und dann klappen wir das Ganze auf und bügeln beide Kanten auch nochmal wieder zur Mitte zum Bügelbruch. So, ich habe jetzt einerseits den Saum gebügelt, 3 cm nach innen umgebügelt und dann habe ich auch das Bindeband gebügelt. Das habe ich dann einmal zur Hälfte, das kann man jetzt schlecht zeigen, aber erstmal habe ich das längs zur Hälfte gefaltet und dann die beiden äußeren Kanten wieder zur Mitte gefaltet und das Ganze dann auch wieder gefaltet. So bekommt man dann ein Band, was keine offenen Kanten mehr hat und dann können wir das einfach einmal längs absteppen und dann haben wir ein Bindeband, was wir dann einziehen können. Also wir können dann jetzt als erstes den Saum absteppen. Den könnt ihr bei 2, 2,5, alles was weniger als 3 cm ist, absteppen, wie ihr mögt. Ich würde sie jetzt bei 2,5 cm absteppen. Nicht vergessen, den Stich wieder runterstellen. Ich mache den jetzt auf 2,5. Ich finde, das ist immer eine gute Stichlänge, um abzusteppen. Wenn ihr euch unsicher seid mit dem Saum, ob ihr da eventuell was verschiebt, könnt ihr auch gerne den Saum nochmal stecken. Das ist immer gut, gerade wenn es stark gerundete Säume sind, dass man sich das nochmal absteckt. Der ist jetzt relativ gerade, deswegen würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Aber wenn ihr euch damit sicherer fühlt, könnt ihr das gerne nochmal abstecken.
Dann, wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich das Bindeband nähen. Das steppen wir knappkantig an der offenen Kante ab. Das würde ich so bei 2 bis 3 mm machen, je nachdem, wie sauber ihr das gebügelt habt. Denn ihr müsst schauen, dass ihr auf jeden Fall beide Seiten mitfasst. Wenn ihr dann eine Seite nicht mitfasst, ist das Band offen. Das wäre natürlich nicht so gut. Deswegen immer darauf aufpassen, dass beide Seiten mitgefasst werden. Wenn du dir ein bisschen unsicher bist, vielleicht ein bisschen weiter weg von der Kante, dass du auf jeden Fall beide Lagen auch mitfasst. Wenn ihr Probleme habt, dass die Nähmaschine das Anfangen von dem Bindeband nach innen zieht, dass sich das verhakt, dann fangt einfach einen Tick weiter hinten an oder legt euch auch noch ein Stück Stoff hinter das Füßchen. Ihr könnt auch einfach das andere Ende vom Band nehmen. Natürlich das nicht mit annähen, aber das hilft dem Füßchen, dass es gerade bleibt. Und dann ist es für das Füßchen einfach zu transportieren, weil bei so einem kleinen Stück ist natürlich nicht viel, was auf dem Transporteur liegt und dann kann es schon mal sein, dass die Nähmaschine Schwierigkeiten hat. Deswegen kann man auch jeden einfach ein bisschen was hinterlegen, das hilft schon mal und dann kann man starten mit Nähen. Also um das Bindeband einzufädeln, braucht ihr dann eine Sicherheitsnadel. Ihr nehmt die Sicherheitsnadel, stecht sie in das Ende von dem Bindeband, macht die Sicherheitsnadel zu und dann können wir das durch das Kleid fädeln. Dafür beginnen wir hinten am Rückenteil. Ich fädel das als erstes in das linke Rückenteil, fange also hier an, schiebe die Sicherheitsnadel da rein und das ist dann wie wenn man einen Gummi in eine Hose zieht. Einfach durchschieben. Und dann kommt das Band hinterher. Wenn man das am Rückenteil durch hat, kann man das so weit ziehen, dass nur noch so ein kleines Stück über ist. Dann macht man hier mit dem Vorderteil weiter. Hier lassen wir auch ein bisschen Band, weil das ist ja dann nachher der Träger. Und vom Vorderteil gehen wir dann wieder von der anderen Seite ins Rückenteil und kommen dann wieder in der hinteren Mitte aus. Ihr könnt dann jetzt noch einen leichten Knoten reinmachen, nur damit das Bindeband nicht reinrutscht oder eine kleine Schleife oder sowas. Ich ziehe das Kleid jetzt mal auf rechts und dann könnt ihr das Kleid auch schon anziehen. Am besten sucht ihr euch jemanden, der euch helfen kann, um zu justieren, wie lang sollen die Träger sein, wie sehr sollen die einzelnen Teile gerafft werden. Denn ihr schiebt ja jetzt die einzelnen Teile zusammen und justiert damit das quasi, wie der Sitz von dem Kleid ist. Vielleicht vorne noch so ein bisschen. Das ist ehrlich gesagt aber sehr schwierig, das einfach so zu machen. Deswegen wäre es gut, wenn ihr das anzieht und euch jemand hilft, zu schauen, wie ihr das justiert. Auch die Länge von den Trägern, ne, wie soll die Schleife aussehen. Und ich würde das dann einmal justieren und dann würde ich es auch einfach so lassen, weil euer Kopf passt da auf jeden Fall so durch. Ihr müsst das Kleid gar nicht mehr aufmachen. Das würde ich einmal so machen und dann seid ihr damit fertig. Genau. Und fertig ist das Kleid Greta.